Hallo und ho, ho, ho aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und heute zeige ich dir, dass man auch Socken wirklich schön verpacken kann. Das Thema des Videohops der Stempelfamilie mit Freunden ist nämlich Geschenke verpacken. Und da ich selbst unheimlich gerne Socken verschenke, habe ich mich für die selbstschließende sechseckige Box entschieden. Am Ende meines Videos ist dann die Playlist mit den Beiträgen der anderen Teilnehmer vom Videohop. Schau dir also auch unbedingt die Ideen von Angela, von Karin und von Merle an. Und ich würde sagen, starten wir doch mal direkt. Du siehst, ich habe die Box in 2 Größen gebastelt, musste dann aber feststellen, dass meine erste zu klein für die Socken ist. Deshalb habe ich sie noch mal ein bisschen höher gebaut. Man kann aber, wie man sieht, die Höhe anpassen, je nachdem an sein Geschenk. Stellen wir, haben sie noch 2 andere Unterschiede. Die hier hat runde Ecken, diese hat gerade Ecken. Das zeige ich aber gleich beides. So, stell die aber beiseite. Du brauchst zum Sockenverschenken ein paar Socken. Diese hier habe ich aus meinem letzten Kanarенurlaub mitgebracht. Mit diesem Kachelmuster, das ist echt cool. Legen wir aber auch mal beiseite. Ein Stück Farbkarton in dem Maß 29,7, das ist also ein normales DIN A4 Blatt, mal 18,5. Und das wird dann einmal gefalzt bei 4 cm und einmal bei 4,5. Das heißt, die kurze Seite ins Falzbrett einlegen. Und dann also einmal hier bei 4. Nicht die Steuerklinge. Und dann einmal drehen und nochmal bei 4,5. 4,5 müssen wir uns merken, das wird der Deckel hinterher. Beziehungsweise der Verschluss oben. So, 4,5. So. Hier habe ich zuletzt 4,5. Dann drehe ich mein Papier so. Und dann falzen wir nochmal. Ich habe das hier schon gemacht, deshalb mache ich das jetzt nicht nochmal. Bei 4,8, 9,6, 14,4, 19,2, 24 und 28,8 cm. Die Maße findest du auch alle in meiner Beschreibung unten. So, dann brauchen wir jetzt noch für diesen Querverschluss hier oben Markierung. Wieder anlegen. Wo ist mein Bleistift? Ich markiere mir das, damit ich gleich die Diagonalen einzeichnen kann. Und zwar die lange Seite anlegen und bei 2,4 setze ich mir hier oben einfach so eine kleine Bleistiftmarkierung. Dann bei 7,2, bei 12, einmal das Beinchen ausgefaltet, bei 16,8, bei 21,6 und bei 26,4. Das Schneidebrett lege ich einmal beiseite, das brauche ich erstmal nicht mehr. So, und damit ich das jetzt besser sehen kann, markiere ich mir hier von den Falzlinien einmal die Kreuzung. Auch nochmal. Dann nehme ich ein Lineal, jetzt sieht man es hier, gucken, ob man es ein bisschen besser sieht. Halt oben die Markierung und die Kreuzmarkierung. Dann nehme ich von dem Aufhebhelfer die Falzspitze, sage ich mal, und lege es hier an meinen beiden Markierungen an. Also einmal hier oben und einmal hier. Und ziehe immer eine Diagonale pro Feld hier oben. Kräftig, damit wir es hinterher gut knicken können. Und das mache ich einmal hier komplett durch. So. Während ich das hier so mache, schreibt mir doch mal in die Kommentare, verschenkt ihr auch gerne Socken? Ich muss dazu sagen, meine Familie mag auch gerne Socken bekommen. Es gibt dann auch keine schlichten einfarbigen, sondern so bunte, wie ich gezeigt habe. Das ist schon so ein bisschen Tradition bei uns. Wie macht ihr das? Verschenkt ihr auch Socken? So.
Damit haben wir die Querlinie. Jetzt möchte ich natürlich nicht, dass ich hier diese Bleistiftmarkierungen habe. Die radiere ich einmal schnell weg. So. Dann kann man entweder so wie hier, dass man die einzelnen Felder mit Designerpapier beklebt, oder so wie hier, das habe ich bestempelt. Das habe ich jetzt auch schon einmal vorbereitet. So, das hier habe ich mir zum Beispiel mit dem Christmas Seasons bestempelt. Und ich habe das gar nicht in dem Zweiton mit den 2 Stempelabdrücken gemacht, sondern einfach nur eins. Das kann man natürlich auch mit beiden machen, aber ich wollte es so ein bisschen schneller haben hier. Hat einer jetzt gereicht. Und dafür habe ich verwendet, gucken wir mal, Chili, Wildleder und tatsächlich Tannengrün. Tannengrün ist eigentlich gar nicht so meins, aber ich finde, es passt hier sehr schön und auch mit diesen Zweigen, das ist ganz hübsch. Und auf eins der Felder, am besten eins der mittigen, eins der in der Mitte liegen, damit man es nicht an der Klebekante hat, habe ich hier das aktuelle Stempelset festlich gerahmt, was es momentan gibt. Das hat so schöne längliche Sprüche von uns für euch, oder kann man dann ja auch ändern, von uns für dich, von uns allen, finde ich ganz wichtig. Ist ein wirklich schönes Set und füllt hier das auch schon gleich sehr gut aus. Genau. Dann einmal alle Falzlinien nachfalzen. Das ist hier oben mein Falzbein. Einmal der Deckel. Einmal hier der Boden. Dann machen wir erst die Längslinien. Ich finde, so eine selbstschließende Box ist eine schöne Sache. Kann man halt für unterschiedliche Sachen nutzen. Auch wenn man eine Kleinigkeit verschenkt oder wenn man es in der Höhe ändert. Ne? So, jetzt haben wir die ganzen geraden Linien. Jetzt müssen wir hier noch unsere Diagonalen machen. Zwar auch einmal hier nach innen geklickt. Dann hier immer so ein bisschen gucken, auch ins Video halten. Ich lege mir das dann tatsächlich so flach hin. Dadurch, dass ich die anderen Kanten vorher gefalzt habe, geht das ganz gut. Dann kann man das hier dann schön andrücken. So, erst mit dem Finger so ein bisschen rein und dann hier mit dem Falzbein ordentlich drüber, dass auch wirklich gut gefalzt ist. Und nachher wirklich selbstschließend ist. Hier hinten noch. So. Habe ich oben die Kanten. Hier habe ich jetzt, dass ich es gerade gelassen habe. Ja? Kann man das dann so hinstellen. So. In dem Fall finde ich es eingedrückt noch ein bisschen schöner. Jetzt möchte ich es aber bei diesem hier nicht haben. Das möchte ich hier so mit diesem schönen geschwungenen Kanten haben. Dafür nehme ich einen Eckenstanzer und falte mir das hier an den geraden Falzlinien, die ich habe. Also nicht bei den Diagonalen, sondern bei den geraden. Klingt das einmal um und habe dann gleich beide und mache das jetzt einmal durch alle Ecken hier durch. Also beide habe dann in einem durch. Ein bisschen mehr Kraft aufwenden, weil es durch 2 Lagen Papier durchgeht, aber das geht. Und auch hier wichtig, wo die Klebelasche ist, das Stück auch. So. Sieht das schon ein bisschen netter aus da oben. Dann schneide ich jetzt noch ein. Und zwar hier, wo ich die kleine Klebelasche habe, das untere Stück kommt komplett weg. Das schneide ich hier auch so ein bisschen schräg ein.
Und die hier unten, die Bodenlaschen, die schneide ich einfach nur gerade ein. Bis zur Falzlinie. Ist auch gut, wenn man dann vorher gestempelt hat. Sonst ist es vielleicht so ein bisschen uneben mit den Falzlinien. Also erst stempeln, dann falzen. So, das habe ich. Auf meine Falzlinie, auf meine Klebekante setze ich doppelseitiges Klebeband. Schön kräftiges, damit es auch gut hält. Ziehe das ab. Und lege das hier mir einfach so hin, klappe 2 um und klappe auf der anderen Seite 1 um und gucke, dass ich da wirklich Kante auf Kante hier unten komme. Hier und brauchst dann einfach nur zudrücken. Und da sieht man, ich habe hier eine Kante vergessen. Da komme ich jetzt natürlich nicht mehr dran. Die schneide ich jetzt hier einmal schnell von Hand. So. So. Dann habe ich mir noch mit der alten Handstanze Kreis 2 Inch 2 Kreise ausgestanzt. Man kann aber auch die Stanzformen zum Durchkurbeln nehmen. Mal einfach gucken, was man da hat. Dann richte ich das hier so ein bisschen aus und klappe die hier nacheinander runter. Nicht ganz fest nach innen. Hier möchte ich noch mal drunter kommen. Also wieder ein bisschen hochgezogen, in der Mitte frei halten und dann einfach so da drunter gesteckt. So ineinander wirklich schon sind. Dann gucke ich, dass das wirklich sechseckig, also nicht, dass es dann auf einmal so aussieht, ein bisschen von oben, sondern wirklich relativ schön. Das macht nichts, dass da in der Mitte ein kleines Loch ist, das kleben wir nämlich ab. So. Und dann nehme ich einen meiner beiden Kreise, den Kleber fest. Ich nehme Tombow, weil ich den noch ein bisschen schieben möchte im Notfall. Ja, ich bin mit meinen Ausrichtungen ganz zufrieden. Setze das hier wirklich nur ganz vorsichtig erstmal drauf. Drücke das so ein ganz bisschen fest. Erstmal nur ein bisschen. Nimm dann den zweiten Kreis, den ich habe, und setze den von innen ein. Als Gegenkleber sozusagen. Ja, wenn ich ihn hier nicht über meinen Schreibtisch werfe. So, das hier wirklich ganz vorsichtig so mit dem Finger ein bisschen fixieren. Und jetzt hat sich es auch verschoben, deshalb ist der Tombow ganz gut. Noch nicht ganz fest. Jetzt kann ich es hier nämlich wieder noch mal so ein bisschen nachschieben, wie ich es gerne hätte. Ja. Dann meinen zweiten Kreis von innen rein. Und jetzt kann ich es ordentlich festdrücken. Ich nehme dafür in diesem Fall mein Lineal. Das hier ordentlich fest. Und kann jetzt mit einer Hand von innen und von außen gut festdrücken, dass beide Kreise jetzt wirklich schön fest sind. So, das ist natürlich nicht schön, dass sich das vorhin noch mal verschoben hat, aber das lässt sich einfach wegradieren, wenn es getrocknet ist. So. Und dann drücke ich mir jetzt erstmal alle einmal so, wie ich sie gerne hätte, und zwar die gerade Kante nach innen, gerade Kante nach innen. Das mache ich jetzt für jeden einmal hier, im Bild, damit ich sie einmal vorgedrückt habe. Na? So. Und dann nacheinander hier
immer die Schwierigkeit, dass er mir immer einer abhaut. Nach innen. Ja, komm schon. Nach innen. Nach innen. Wenn das gleich jetzt mal fertig ist, den hier wieder nach außen holen. Nach innen. So, jetzt sind sie alle einmal geklickt. Und jetzt fallen sie dann auch quasi so von selbst schon. Der hier nicht, der hat sich falsch rumgedreht. So. Und hält. Und zum Beweis, meine Socken passen nämlich auch rein. Rollen wir einmal auf. Lässt sich ganz leicht öffnen. Also das Tricky ist einfach, dass man diese Kanten einmal in die richtige Form sozusagen vorbiegt, dass das so ein bisschen sternförmig ist. Socken rein. So. Und schon ist die Verpackung fertig. So. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich hoffe, du verschenkst jetzt auch Socken dieses Jahr. Nein, also kannst du natürlich für alles mögliche andere verwenden, aber man muss ja auch mal Socken schön verpacken, ne? Muss man mal ganz ehrlich so sagen. So. Und wie gesagt, in verschiedenen Größen. Ja. Wenn es dir gefallen hat, guck dir auf alle Fälle auch die Videos von den anderen an. Findest du gleich in der Playlist. Und abonniere meinen Kanal, damit du nicht das nächste Video von mir verpasst. Es werden jetzt in der Weihnachtszeit noch ein paar mehr kommen. Ist ja auch schön, jetzt in der Weihnachtszeit zu basteln. Ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video. Eure Annalena.